1971. We woke up in a different world, where the Cold War ended along with the Vietnam carnage. All because of the Dome. The Dome. A territory full of anomalous artifacts, phenomena, and organisms. We still don't know what it is. An alien city? Some kind of a testing ground or storage? Whatever it is, no living thing trapped under the dome can escape it. Yet even this did not stop the research. The major powers created the Cronus Mega Corporation to develop and explore the dome. Its secrets became a lucrative business. The Spires station was built on top of the dome to export the artifacts and import supplies and personnel. The city of Crystal Sands grew at the foot of the dome, eventually becoming a major transportation hub. All this required thousands of employees, and there was no shortage of candidates. Romantics, pragmatists, and adventurers of all trades swarmed recruiting centers around the globe, seeking jobs at Cronus. You were one of those people. In 1976, your application was approved, and you went under the dome towards the future. Whether a good one or a bad one, only time will tell. So, und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play von Encased. Das Spiel beschreibt sich, glaube ich, ganz gut selber. Es ist nämlich ein postapokalyptisches Sci-fi RPG. Genau, und ich habe es noch nicht gespielt. Es gibt 4 Schwierigkeitsgrade. Ich habe den zweitschwersten genommen. Ich hoffe, das wird nicht zu schwer für uns. Genau, aber ich wollte auch nicht einen der einfacheren nehmen, weil da wird es dann einem manchmal langweilig, wenn es dann zu einfach ist. So, wir müssen erstmal unseren Charakter hier auswählen. Hier gibt es ganz schön viele. Es gibt hier Abelgula, Isaac, Nadeshda, Margaret, Boris, Li Xiaolong, Bonnie Harker, Olivia Diaz, Cedric Maxwell, Eden Goodwin, Rufus Cooper, Hermann Stolz, Amelie, Alan, Sigrun, Martin und dann sind wir wieder beim Frank. Genau, also es gibt sehr, sehr viele Charaktere hier. Genau, und wir haben einen Job in dieser Kuppel eben. Geschlecht männlich. Blaue Abteilung. Ich weiß noch gar nicht, was das alles heißt. Harte Lebensprüfung, ein paar klinische Tode und eine schmerzliche Scheidung. All das konnte Abel nicht brechen, machte ihn jedoch zu einer zutiefst religiösen Person, die in jeder Prüfung vor Sohn Gottes. Also wir haben hier einen sehr religiösen, sehr gläubigen. Also ich glaube, von jedem Charakter uns jetzt hier alles durchzulesen, das hat keinen Sinn. Sondern ich würde sagen, wir schnappen uns einfach einen, der uns gefällt. Ne? Und dann, das finden wir dann alles später heraus. Isaac Crowley, Flugzeugabsturz, Ruhm erbrachte, der nie haben wollte. Zog er auch blaue Abteilung. Hier auch blaue sind die. Nee. Eigenschaft Bauerntölpel. Will sie sich sofort und auf unerklärliche Weise zu ihm hingezogen. Werbungsverfahren offenbarte Margaret ihr gewaltiges
Psychisches Potenzial. Boris. Okay, das hier ist ein Gefängnisinsasse. Neandertaler. Nahkampfschaden plus 10. Li Shaolong, dunkler Herrscher. Cedric Maxwell. Ich glaube, wir nehmen den hier. Staubsaugervertreter hat bei einem Radiosender gearbeitet und aktiv versucht. Weil der hier, der ist einfach der Allrounder. Ich glaube, da können wir nicht mit 4-5 machen. Rhetorik, Medizin. Aber es gefällt mir, weil es scheint richtig taktische Tiefe zu haben. Dieses Spiel. Verstand. Oder wir nehmen den Schlauen. Oh. Rufus Cooper, Verstand 1. Aber dafür viel Charisma. Hermann Stolz, das wäre der Schlaue. Aber der hat nur ein Geschick. Hightech-Waffen 63. Wunderkind. Nee, also wir nehmen einfach mal den Allrounder hier. Hier ist Cedric Maxwell und schauen, wie das funktioniert. Man kann auch noch bearbeiten. Ah, man kann, okay. Protagonisten entwerfen und in die Abenteuer wieder Kuppel stürzen kannst. Zunächst solltest du deinem Charakter einen Namen geben, die Abteilung auswählen, ein Porträt. Ah, okay, das heißt, wir können... Ja, je höher der Wert, desto mehr Vorteile geben die von. Nachdem man eine Abteilung gewählt hat, werden automatisch verteilt. Alles klar. Also wir können tatsächlich Spezialfähigkeiten. Ganz klar optional. Okay, das heißt, wir könnten auch uns einfach den selber erstellen. Aber was jetzt? Der hatte doch vorhin was anderes an. Ah, es gibt auch noch mehr Porträts. Ne, ich weiß halt nicht, ob es jetzt besser ist, sich selber einzuerstellen oder einfach einen von denen, die es schon gibt, zu nehmen. Weil die sind vielleicht ein bisschen besser. Die sind vielleicht ein bisschen besser. Ach, wie sagt man? Abteilungsmitglieder dieser 5 Sektionen sind für verschiedene Tätigkeiten zuständig. Wählst du eine Abteilung aus, bestimmst du damit die Vergangenheit deines Charakters. Die silberne Abteilung stellen die wichtigste von tausenden
Prioritäten, treibe Experten auf die besten Lösungen für jedes Problem finden. Porträt, gut. Ich glaube, dann nehmen wir das von dem hier. Ja, wir nehmen einfach mal das. Kopfform. 1, 2, 3, 4, 5. Kaukasisch, asiatisch, afrikanisch. Okay, dann kaukasisch, Frisur. Glatze wollen wir nicht. Mal den hier auch drehen, ja, gut. Ich glaube, wir nehmen die 4, aber ich schaue mir die anderen auch noch mal an. Wir nehmen einfach nur die 4. Haarfarbe. So, das passt doch. Dann Merkmale. Da gibt es wieder Tausende. Also es ist entweder ein Bart oder eine Brille. Wir machen mal ohne Bart. Ne, okay, dann so, das sieht doch gut aus. Was ist die Merkmalsfarbe? Ach so, weil wir eh keinen Bart haben. Ja, dann passt es. So, Cedric Maxwell. Lassen wir den Namen? Oder nehmen wir uns... Wir nennen uns einfach Simon. Dann haben wir die Biografie. Wir sind in der weißen Abteilung, haben unser Aussehen und die Attribute. Stärke 1. So, Psyche, Glück A. Hier die Attribute. Stärke.
Mehr Punkte. Fahrzeugsteuerung. Wissenschaft. Leichte Waffen. Hightech-Waffen. Genau, jetzt gibt es hier die ganzen Eigenschaften noch. Ich werde es jetzt nicht lesen, aber wir schauen auf die Folgen. Herrisch ist 2 Charisma, weniger Präzision, weniger Tragik. Das hört sich erstmal nicht so schön an. Waffennah, -5 Initiative, leichte Waffen, schwere Waffen, Hightech-Waffen. Salieri, kritische Treppen, voller Reue, erlittener kritischer Schaden, plus 0,5. Dafür haben wir hier alles. Spiritualität, Überlebender, Vampir, Schöpfung -400. Wenn du einen Gegner tötest, nächste Runde lang betäubt. Du leidest kaum und besuchen Geisteskrankheit, die nur unter der Kuppel auftritt. Psychoporphyria, wenn du jemanden tötest, wirst du von ungewöhnlicher Vitalität erfüllt, doch du sinkst auch ein paar Sekunden lang an Delirium. Also, das hört sich echt cool an. Konstitution +4, Vorteilsfrequenz +1, die Anzahl der Level liegt bei einem. Okay, das hat alles Nachteile. Neandertaler. Lernfähigkeit -20, das wollen wir nicht als Lahmarsch. Hier Wunderkind. Verstand +4, Lernfähigkeit -50. Dann Preset. Das hört sich eigentlich nicht schlecht an, Waffen, ne? Hier Vampir oder so, die so gameplay-technisch so einen richtig großen Unterschied machen, die nehme ich erstmal nicht. Was war das andere? Herrisch. Herrisch hatten wir vorher. Hier, Präzision, Initiative. Die Anzahl der Aktionspunkte, die für die nächste Runde aufgehoben werden können. Berechnen. Okay, das heißt, ich behalte keine Aktionspunkte.
Warte mal, Lahmarsch, Aktionspunkte, Kapazität, Aktionspunkte. Wir fangen mit wenig an, aber kriegen dann mehr. Erlittener kritischer Schaden und dafür kriegen wir aber alles plus 10. Ich weiß nicht, was wir nehmen sollen. Waffennah, voller Reue, herrisch. Oder Lahmarsch. So, was nehmen wir? Oder nehmen wir einfach Waffen? Ich glaube, in den Kämpfen gut zu sein, ist nicht schlecht als Anfänger. Und ich will nicht mein Inventar verkleinern. Aber hier Lahmarsch finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja, okay, wir nehmen den Waffennah. Ja, unsere Initiative ist schlecht. Ach, die Fähigkeiten muss ich noch. Also entweder, also ich würde mal sagen, wir gehen in Hightech-Waffen, weil das unser Bestes hier ist. Was ist hier am besten? Ja, dann gehen wir noch. Also ich würde sagen, haben 4 Hightech-Waffen. Okay, was haben wir hier? Fertigkeit für die Energiepistole, Laser. Wahrscheinlichkeit 50%. Wahrnehmung gegen Widerstandsfähigkeit. Versucht einen elektrischen Schock, der 3 Runden lang anhält, fügt dem Ziel einen Schaden zu, fügt jede Runde 10% seiner maximalen Gesundheit ab. Okay, das klingt gut. Was ist das? Fertigkeit, Partners, Präzision, 3 mehr Verstand, Bonus. Okay. Schaut eine Runde lang alle Ziele, die sich im Kegel befinden, dich eingeschlossen. Okay, dann nehmen wir hier einmal. Achso, entweder Hightech-Waffen. Okay, Wissenschaft gehen wir auch auf jeden Fall. Ah, hier. Die kriege ich jetzt alle. Hier bei Wissenschaft kriege ich die 2.
Da brauche ich erst andere Attribute für. Leichte Waffen. Psionik wäre noch was. Entweder hier Psionik oder wir nehmen noch Fahrzeugsteuerung oder Überleben. Kriegen wir hier. Hier würden wir 3 Sachen kriegen. Pass auf, wir nehmen noch Technik, kriegen wir 4. Okay, dann nehmen wir noch Technik. Gut, und dann fangen wir jetzt einfach mal an. Es sieht sehr interessant aus. Gespräche, die Interaktion mit verschiedenen Charakteren stellt einen wichtigen Bestandteil des Spiels dar. Klicke auf einen Charakter, wenn du einen Dialog mit ihm starten möchtest. Wenn er dazu bereit ist, mit dir zu reden, erscheint ein Dialogfenster vor dir. In Gesprächen kannst du wertvolle Informationen zur Handlung sowie Hinweise herausfinden und sogar Aufträge annehmen. Wähle deine Worte mit Bedacht, eine unvorsichtige Wortwahl. Ja, okay, das ist der Igor. Hi, Igor. A man with a mustache and a blue jumpsuit is standing at the window, studying the construction site below through the occasional break in the clouds. His badge reads Igor Patan, planner. The blue taps on the glass with one finger and gestures you to come and take a look. Seems like he doesn't speak English. Okay. Da haben wir nicht genug Rhetorik für, dann wenden wir uns ab. So, Monty James. A guy wearing thick spectacles thrusts out a sweaty hand. Monty James, Silverwing. He glances down at your badge. Ah, it's you. I found your file extremely interesting, and your CV, wonderful. Inspiring, really. When I had the opportunity to look over the files of my future colleagues, I couldn't resist. I don't want to sound boastful, but silver level clearance has its advantages. Monty winks. Silberne Abteilung. Okay. Monty makes a ring with his thumb and forefinger. You were number 63,784 on the waiting list, but you were lucky enough to get into the dome after only 16 months. Besides that, zero, nada, absolutely nothing. You're a dark horse for both the Foundation and myself. How exactly did you end up in this wing? An der Technologie der Ahnen, Arzt bist und die Pflege der Pioniere in der Gruppe. The silver Technologie der shakes your Ahnen. hand for some reason. In that case, I congratulate you heartily. You made the right choice. There are enough miracles here for 100 doctorate theses. An uncomfortable silence rises between you, and Monty abruptly changes the subject. He taps the narrow illuminator panel with one finger. Look, there's a storm rising. The lightning is strange. Green. Should lightning be green? This is my first sandstorm. So, dann haben wir hier noch The orange is Quentin. dressed in a new jumpsuit. The shiny badge on his chest reads Quentin Bisley, laborer. He's side-eyeing the screen skeptically. Despite his tired, grim expression, his gaze is open and friendly. However, the general impression is unmistakable.
There's something frightening about Bisley. Fragt ihn, wie er im The Gefängnis orange's face gelandet ist. stretches into a broad smile, bearing his dentures to the world. Like everyone, duh. In a black car, under guard. There's other guys too, the ones who go through the front door. He nods at the black-winged woman beside him. Her nose wrinkles in displeasure, but she says nothing. Armreife an sein Quentin raises Handgelenk. his hands to examine the devices. They call them humane handcuffs. How about that? Truth is, there ain't nothing humane about them. They zap you real hard the moment you get your hands on a gun. But they sure look nice. Bisley lowers his hands again and smirks. Verstehe. Humane Handschellen also. A tall Elsa? woman is watching an ad playing on the monitor, arms crossed. The polished to a shine badge on her black overalls reads Elsa Olafsson, Security Service. She glances at you and offers her hand in a businesslike manner. Greetings. Please take all necessary precautions. By that I mean, don't turn your back on him. Elsa nods at the orange. Der hat doch seine Handschellen, das passt schon. I just follow orders. Even if his crime was embezzlement, I have to keep him cuffed. Those are the rules. Olafsson shrugs in a sharp, mechanical way, as if racking the slide of an assault rifle. Our friends from the administration didn't deign to inform me about this man's record. Could be I'm escorting a serial killer. It's corporate policy, you know. She gives the silver a vengeful look. Okay, die mögen sich nicht. So, was ist mit dir noch? Tomoko The Kimura? thin, pale young woman is sitting at the window, leaning against the illuminator. The glass is slightly fogged with her breath. She turns to you. Her shiny badge reads Tomoko Kimura, physiologist. We've crossed the border. No way back now. Even traveling by the funicular wasn't so thrilling. The white presses small hands to her blushing cheeks. You were thinking, why have no children been born under the dome? I've got a working hypothesis, but I'm not ready to share it yet. She says softly, as if answering a question you didn't ask. Aber ich find's toll, dass alles vertont ist. Weil dann muss ich nichts vorlesen. Kimura peers through the glass in the direction you indicate. Oh, that's the aircraft that crashed into the dome during the first expedition. I believe that's a wing fragment, and there's some white canvas. What do you think that is? Maybe a parachute? The white shakes her head, bewildered. I just can't believe it. It's all true. We're on our way to meet the future. Kimura shoots you a surprised look. You're familiar with the details of the briefing, right? To put it simply, the dome is a selectively permeable environment. Als größtes und bekanntestes Relikt der Armen bedeckt die Kuppel ungefähr 30.000 Quadratkilometer Wüste, unsichtbar, unzerstörbar und undurchdringlich für jede organische Masse im Inneren. The white draws an invisible hemisphere in the air. Inorganic objects may exit the dome without difficulty, but any living creature dies if transported back to the outside world. That's why we're all stuck here for an indefinite period of time. Stelle eine These auf. Der Mangel an fruchtbaren Frauen unter der Kuppel steht in Zusammenhang mit Feldaktivität. Wir probieren es aus. Kimura listens without interrupting, as if considering your every word. It's quite possible. I would like to set up an experiment to test this in practice. She cuts off abruptly. You exchange glances with the rapidly blushing Kimura. Not in that sense. I mean, yes, in that sense, but it is science, you know? It's quite serious. Wie sie an ihre Hypothese zu testen. She blushes even more. No thanks.
Alles klar. Boah, das Spiel, das ist komplexer, als ich gedacht habe. Aber ich finde es cool. Das ist unser Charakter. Okay. Du hast die Spire-Station mit einer Transportkapsel verlassen. Eine Reise unter die Kuppe beginnt. Okay. Das haben wir schon gelesen. Quests. Das ist das. Inventar. Okay. Herstellungsfenster. Gut. Karte. Stopping by the door's porthole, you watch as the ground slowly approaches. It looks brown-black through the tinted glass and smoky blue at the horizon. It almost seems like the clouds are pulling apart there. You scan the desert for any sign of the anomalies you've heard so much about. A flat, dark form hangs in the air above the horizon. It vaguely resembles a mushroom cloud, but with a much denser structure. In the distance, you can also see a strange, apparently man-made wall rising from the sand. All the radio ads and TV shows were telling the truth. This place really was made for those who place their trust in science. Just as you're about to move away from the window, you notice a whirlwind beginning to form above the ochre plain. The gathering storm drifts unhurriedly above the desert, a crown of green lightning flashing at its core. Clearly no ordinary weather phenomenon. It must be one of those anomalies. You freeze by the window, unable to avert your gaze. Also auf die Zehenspitzen stellen. The outlines of the landing site, blurred by clouds of dust, appear behind the greenish glass of the porthole. The capsule shudders as the braking devices engage. Ja, okay. Wieso kann ich hier rumschauen? Alles klar. Also, Tür benutzen, würde ich mal sagen. Kamerabedienung. EQ rotieren, okay. Ü und Plus heran und herausnehmen. Die Kamera ist nicht an den Charakter gebunden. Du kannst sie mit Hilfe der WASD bewegen. Klicke auf Tabulator, um sie zur ursprünglichen, also wenn ich jetzt so mache und Tab drücke. Okay. Also, los Leute, ich brauche was zu essen. Come here. Come on now, or you'll miss everything. A cheerful man in a white lab coat grabs you by the sleeve. A badge reading Ludovico Nuzzi, scientific analyst, export department, dangles loosely on his clean uniform, which still smells pungently of washing powder. Look over there. He points upward with a sharp, wide gesture and hands you his field binoculars. You raise the binoculars to your eyes. Under fourfold magnification, the whirling cloud above the rust-colored plains looks even stranger. Its core glows with flickering green light and flashes rhythmically, and that rhythm seems to form a complicated pattern. Nuzzi bends close to your ear. Fascinating.
Do you want me to bring some filters? If we intercept the red and blue spectrums, we'll see something amazing. It's like a signal, some kind of message. Möchten Sie, dass ich Ihnen ein paar Filter hole, wenn wir die roten und blauen Lichtspektren herausfiltern? Aufklärung 30 geht nicht. Okay. Hast du dir da... Okay. I don't know. Ludovico laughs unnervingly and snatches the binoculars from your hands. With the binoculars raised to his eyes, he minutely adjusts the focus. It's a massive whirlwind north of Concord, and not merely some desert sandstorm. That's an anomaly. I hope it lasts long enough for me to make a proper observation. The scientist looks blankly at you, then down at his lab coat. Ah, this? This? He lets out a blaring laugh. Ludovico points at the building behind him. I work in Concord Station, categorizing relics. My job is to classify them by rarity. Then the blues package them, silvers issue the documentation, and oranges move them to the cargo capsule. Just like the one you arrived in. Nazi points upward. Then the capsule takes the relics way up there, all the way to the spire, then to Crystal Sands by the funicular. They get auctioned off and turned into money. It's not like I endorse this, but we all like ourselves a good paycheck, right? He offers you his binoculars once again. Do you want to have a look at the spire? It's amazing. But then you can look at the spire anytime. Now that sandstorm, that's what's truly amazing. Nazi looks from you to the capsule and to the landing terminal entrance. He flings his arms up. Oh, mi scusi. Excuse me, I'm so sorry. You'd better get going or you'll be late for check-in. Your colleagues are already inside, and the storm is growing stronger. Yeah, the storm is growing stronger. The White mutters in fascination, eyes glued to his binoculars, which is fixed on the spinning whirl of clouds. Gut, ich denke, hier müssen wir rein. Ja. Dann bin ich mal gespannt. Attention, attention. Please handle relics carefully. In case of damage, your life will be forfeit. Quests im Spiel wirst du Aufgaben verschiedener Art erfüllen, wovon manche dich in der Story voranbringen und andere wiederum unterschiedliche Aspekte des Lebens unter der Kuppel offenbaren. Du kannst dich jederzeit im Abschnitt Daten... Ja, okay. Gut, das kennt man auch aus sämtlichen RPGs, das ist jetzt auch nichts Neues. Hier haben wir Thynion. Ach, guck mal. Was ist das? Es riecht stark nach billigen Zigaretten. Aus seiner glänzenden Marke steht Thynion Nachrichtentechnik. How can I help? Die optimale Route für die Telekommunikationskabel zu berechnen. Ah. Okay. Okay, er ist nicht zufrieden damit, wie es hier läuft. Die Idee dahinter ist beeindruckend, aber die Ausführung weist einige Fehler auf. Es läuft darauf ein, dass das kapitalistische System nicht mehr zeitgemäß ist und derartig groß angelegte Projekte nicht unterstützen kann. Alles klar, der ist ein... Der ist ein Kommunist, denke ich mal.
It was nice chatting. So, ich schau mal. Mr. Rayhead, would you bring me a cup of coffee, please? Colleague? Well, never mind. Und zwar Concord Neuling. Der Rezeption registrieren. Okay. Rezeption Hello, come up to the registrieren. desk, please. I'll register you. Ah, A tall receptionist watches you from behind his desk with a bored, haughty look. He waves impatiently at you to approach. The employee glances at you indifferently. His upper lip is ever so slightly curled in All new employees must register first thing. Come up to the desk, please. The nameplate on the desk tells you you're talking with Dean Rayhead, administrator. The administrator slaps himself on the forehead. Ah, I almost forgot the regulation pre-registration greeting. Just a second. Rayhead produces a reel-to-reel tape recorder from beneath the desk, rewinds the tape to the beginning, and presses play. The speakers explode with a harsh, crackling sound, over which the tick-tick of a metronome slowly grows louder. Solemn music begins to play, and the administrator's face takes on a serious expression. Dear employee, on behalf of the Cronus Foundation, I, Administrator Dean Rayhead, welcome you to your new life under the dome. The administrator clears his throat and continues. By joining our company, you choose the path of science and progress. You are among mankind's best, and we ask that you live up to this. Dean squints down at the monitor. Deserve this title. Do your job honestly. Obey the law. Respect your colleagues and... The music fades, and the administrator finishes his speech. And together we will build the best possible future for all mankind. Dean puts the tape recorder away. Now that we're done with the official greeting, I'll register you and upgrade your Selectron. Okay? Selektron, elektronische Schlüssel und eine Art Personalausweis. Ein Computerprogramm im Selektron gewährt, abhängig davon, welcher Abteilung man gehört, welchen Rang man besitzt, Zugang zu bestimmten Bereichen. Okay. Dean's hands hover over the keyboard. He gives you a nod. Diktieren, reiche. You squeeze into the narrow window, lean over the reception desk, and key your data into the database. After entering Proceed, you return to your seat. Dean mutters discontentedly to himself as he moves back to his terminal. Okay, es hat ihm nicht gefallen, aber ich Rayhead dachte, scans the computer screen. So your position in the waiting list was 63,784. You've been assigned to Magellan Station. A special bus will bring you there after a series of briefings. Please pass me your Selectron so I can update the firmware. es hat ihm nicht Dean gefallen. snaps the docking port of your pass to a recess in the casing of his computer. Ja, ich wollte nicht, dass da irgendein Fehler passiert, dass er da was falsch The eingibt oder so. administrator returns your Selectron. Cronus was founded as a society of scientists and military professionals. White Wingers have special privileges at most of the original locations built in 71 and 72. And there are still purely white zones in Magellan too. Limited access laboratories, operating rooms, the morgue, warehouses, some parts of the reactor. I think you'll like it. Dean continues. All new employees have a short list of tasks to perform on arrival. Do you want to hear all the details or just the short version? Ich mach mal Detail. Ja, Rayhead nods and points at the ceiling. First, you need a set of combat gear. Talk to Sidney Maynard, he'll give you everything. wir sind im Maynard Dean Combat hier. extends his second finger. Second, weapons. Ms. Margarita Takachenko is the clerk at the armory. After she dispenses your firearm, you'll need to head to the training zone for a brief weapons handling exam. Alles klar. Einweisung zu Psi-Fähigkeiten teilnehmen, wenden Sie sich an. Ich denke, das sind dann die ganzen Tutorials. Dean extends his fourth finger.
and looks at you meaningfully. Did I Kampf. tell you about the combat and tactical training? The fourth step is to visit Instructor Winston Botherby. Alles And klar. finally, science is the overarching purpose behind everything we do here. Go to Professor Van Alden to learn how to study relics, avoid anomalies, and catalog scientific knowledge. This training is mandatory for all wings, not just white. Dean finishes. Dean catches himself. Oh, and when you're done with your trainings, proceed to the waiting room. From there, you'll travel to Magellan by bus. The Gut, administrator habe ich looks up verstanden. at you again. That is all. He reaches for the tape recorder, but thinks better of it. Protocol calls for a little welcoming preamble, but dash it all, that's nonsense. Welcome to Concord Station. As he's about to turn away, Dean suddenly remembers something. Oh yes, I sent your mail to your Kairos. Check your new messages. Well, that's all, I think. Nachrichten, die du von verschiedenen Charakteren im Spiel erhältst, werden im Abschnitt Nachrichten gespeichert. Dann auch hier einen Posteingang zu finden. Okay. Gut, okay, die Tageszeit ist hier. Genau, ich denke, das war's für die erste Folge. Die ist jetzt schon ewig lang. Vielleicht ja, die ist schon ewig lang geworden. Vielleicht mache ich daraus 2 oder so. Aber wir haben ja auch ewig lang den Charakter erstellt. Ach, man kann speichern, gut. Dann neuen Speicherstand. Hallo. Kann ich denn nicht irgendwie einen Namen geben oder so? Doch, hier, okay. Okay, dann sage ich einfach. Let's play. Wird gespeichert. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss.